Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Die Magie des Gehirns. Wie dein Gehirn eine neue Sprache lernt. Stell dir vor, du hörst zum ersten Mal ein fremdes Wort. Dein Gehirn scannt es, versucht Muster zu erkennen. Anfangs klingt es wie ein Rauschen, bedeutungslos. Doch nach und nach beginnt dein Gehirn sich anzupassen. Aber wie genau passiert das? Erster. Das Gehirn als Lernmaschine. Der erste Kontakt mit einer neuen Sprache. Wenn du eine neue Sprache lernst, schaltet dein Gehirn in den Hochleistungsmodus. Mehrere Regionen arbeiten gleichzeitig. Der Hippocampus, das Zentrum für Gedächtnisbildung, speichert neue Wörter. Der auditorische Kortex verarbeitet Gehörtes und hilft dir, Laute zu unterscheiden. Der Broca- und Wernicke-Bereich, verantwortlich für Sprachverarbeitung, baut neue neuronale Verbindungen auf. Anfangs wirkt alles chaotisch. Dein Gehirn sucht nach bekannten Strukturen und vergleicht die neue Sprache mit deiner Muttersprache. Der präfrontale Kortex, der für logisches Denken zuständig ist, hilft dir, Regeln und Muster zu erkennen. Zweite. Warum Wiederholung entscheidend ist? Wörter und Grammatikregeln bleiben nur dann im Langzeitgedächtnis, wenn sie regelmäßig wiederholt werden. Ohne Wiederholung gehen sie verloren. Hier hilft das Spaced Repetition System SRS. Dein Gehirn speichert Informationen besser, wenn du sie in bestimmten Abständen wiederholst. Jedes Mal, wenn du ein Wort abrufst, werden die neuronalen Verbindungen stärker. Kurzzeitgedächtnis. Wörter werden nur kurzfristig gespeichert. Arbeitsgedächtnis. Dein Gehirn entscheidet, wie oft du ein Wort brauchst. Langzeitgedächtnis. Häufig genutzte Wörter bleiben dauerhaft gespeichert. Regelmäßiges Wiederholen sorgt dafür, dass du die Sprache flüssiger sprichst, ohne bewusst darüber nachdenken zu müssen. Dritte. Die Rolle von Emotionen beim Sprachenlernen. Lernen ist nicht nur eine kognitive, sondern auch eine emotionale Erfahrung. Positive Emotionen wie Freude oder Neugier aktivieren das limbische System, wodurch sich Informationen besser einprägen. Stress oder Angst blockieren das Lernen. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, wird das Speichern neuer Informationen erschwert. Spaß und Motivation fördern den Spracherwerb. Interaktive Methoden wie Spiele, Musik oder Gespräche sind besonders effektiv. Emotionale Verknüpfungen stärken das Gedächtnis. Wenn du eine Sprache mit positiven Erlebnissen verbindest, speichert dein Gehirn sie nachhaltiger. 4. Warum Kinder schneller Sprachen lernen als Erwachsene. Kinder lernen Sprachen oft spielerisch, ohne sich Gedanken über Grammatikregeln zu machen. Ihr Gehirn ist plastischer und baut schneller neue neuronale Verbindungen auf. Aber auch Erwachsene können effizient Sprachen lernen. Studien zeigen, dass Menschen jeden Alters neue Sprachen beherrschen können, wenn sie die richtige Methode nutzen. Immersion. Täglicher Kontakt mit der Sprache. Hörverstehen trainieren, Podcasts oder Filme in der Zielsprache. Aktives Sprechen. Fehler machen gehört dazu. Bewegung beim Lernen, Gehen oder Gestikulieren hilft, Sprache besser zu speichern. 5. Wie du dein Gehirn optimal beim Lernen unterstützt. Es gibt bewährte Methoden, um dein Gehirn beim Sprachenlernen zu unterstützen. Genug Schlaf. Im Schlaf verarbeitet dein Gehirn Informationen und speichert sie dauerhaft. Visuelle Hilfen nutzen, Bilder, Mindmaps oder Farben helfen, Wörter schneller abzuspeichern. Multisensorisches Lernen. Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen kombinieren. Regelmäßige Pausen einlegen. Dein Gehirn braucht Zeit zur Verarbeitung. Lautsprechen, dadurch aktiviert sich das motorische Sprachzentrum, was die Aussprache verbessert. 6.
Wie bleibt eine Sprache langfristig im Gehirn? Nach dem ersten Lernprozess ist es wichtig, die Sprache aktiv zu halten. Sonst baut dein Gehirn die neuronalen Verbindungen wieder ab. Was kannst du tun? Mit Muttersprachlern sprechen. Sprache ist Kommunikation, nicht nur Theorie. Den Alltag anpassen, Handymenüs, Social Media oder Notizen in der Fremdsprache nutzen. Sprachen im Alltag einbauen. Täglich 10 Minuten in der Sprache denken oder schreiben. Neues lernen. Dein Gehirn liebt Herausforderungen. Auch nach Jahren gibt es immer noch etwas Neues zu entdecken. Dein Gehirn ist ein Sprachgenie. Dein Gehirn kann in jedem Alter eine neue Sprache lernen. Wiederholung, Emotionen und aktive Anwendung sind entscheidend, um die Sprache dauerhaft zu behalten. Aber das Beste? Je mehr Sprachen du lernst, desto leichter wird es. Dein Gehirn nutzt bereits bestehende Strukturen und entwickelt neue Denkweisen. Sprachenlernen ist wie ein Workout für dein Gehirn. Je mehr du trainierst, desto stärker wird es. Das Rauschen. Das Rauschen der Blätter im Wind klingt entspannend. Der Fehler. Ein kleiner Fehler kann große Folgen haben. Die Sprache. Eine neue Sprache zu lernen kann schwierig sein. Die Verbindung. Eine gute Verbindung ist für das Internet wichtig. Die Kommunikation. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer guten Beziehung. Regelmäßig. Es ist wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. Wiederholt. Die wiederholte Übung hilft beim Lernen. Speichern. Ich muss meine Dateien auf dem Computer speichern. Unterscheiden. Es ist nicht einfach, diese zwei Farben zu unterscheiden. Einprägen. Ich versuche mir die neuen Vokabeln einzuprägen. Fördern. Gute Lehrer fördern die Talente ihrer Schüler. Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Die Magie des Gehirns. Wie dein Gehirn eine neue Sprache lernt. Stell dir vor, du hörst zum ersten Mal ein fremdes Wort. Dein Gehirn scannt es, versucht Muster zu erkennen. Anfangs klingt es wie ein Rauschen, bedeutungslos. Doch nach und nach beginnt dein Gehirn sich anzupassen. Aber wie genau passiert das? Erster. Das Gehirn als Lernmaschine. Der erste Kontakt mit einer neuen Sprache. Wenn du eine neue Sprache lernst, schaltet dein Gehirn in den Hochleistungsmodus. Mehrere Regionen arbeiten gleichzeitig. Der Hippocampus, das Zentrum für Gedächtnisbildung, speichert neue Wörter. Der auditorische Kortex verarbeitet Gehörtes und hilft dir, Laute zu unterscheiden. Der Broca- und Wernicke-Bereich, verantwortlich für Sprachverarbeitung, baut neue neuronale Verbindungen auf. Anfangs wirkt alles chaotisch. Dein Gehirn sucht nach bekannten Strukturen und vergleicht die neue Sprache mit deiner Muttersprache. Der präfrontale Kortex, der für logisches Denken zuständig ist, hilft dir, Regeln und Muster zu erkennen. Zweite. Warum Wiederholung entscheidend ist? Wörter und Grammatikregeln bleiben nur dann im Langzeitgedächtnis, wenn sie regelmäßig wiederholt werden. Ohne Wiederholung gehen sie verloren.
Hier hilft das Spaced Repetition System SRS. Dein Gehirn speichert Informationen besser, wenn du sie in bestimmten Abständen wiederholst. Jedes Mal, wenn du ein Wort abrufst, werden die neuronalen Verbindungen stärker. Kurzzeitgedächtnis. Wörter werden nur kurzfristig gespeichert. Arbeitsgedächtnis. Dein Gehirn entscheidet, wie oft du ein Wort brauchst. Langzeitgedächtnis. Häufig genutzte Wörter bleiben dauerhaft gespeichert. Regelmäßiges Wiederholen sorgt dafür, dass du die Sprache flüssiger sprichst, ohne bewusst darüber nachdenken zu müssen. Dritte. Die Rolle von Emotionen beim Sprachenlernen. Lernen ist nicht nur eine kognitive, sondern auch eine emotionale Erfahrung. Positive Emotionen wie Freude oder Neugier aktivieren das limbische System, wodurch sich Informationen besser einprägen. Stress oder Angst blockieren das Lernen. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, wird das Speichern neuer Informationen erschwert. Spaß und Motivation fördern den Spracherwerb. Interaktive Methoden wie Spiele, Musik oder Gespräche sind besonders effektiv. Emotionale Verknüpfungen stärken das Gedächtnis. Wenn du eine Sprache mit positiven Erlebnissen verbindest, speichert dein Gehirn sie nachhaltiger. 4. Warum Kinder schneller Sprachen lernen als Erwachsene. Kinder lernen Sprachen oft spielerisch, ohne sich Gedanken über Grammatikregeln zu machen. Ihr Gehirn ist plastischer und baut schneller neue neuronale Verbindungen auf. Aber auch Erwachsene können effizient Sprachen lernen. Studien zeigen, dass Menschen jeden Alters neue Sprachen beherrschen können, wenn sie die richtige Methode nutzen. Immersion. Täglicher Kontakt mit der Sprache. Hörverstehen trainieren, Podcasts oder Filme in der Zielsprache. Aktives Sprechen. Fehler machen gehört dazu. Bewegung beim Lernen, Gehen oder Gestikulieren hilft, Sprache besser zu speichern. 5. Wie du dein Gehirn optimal beim Lernen unterstützt. Es gibt bewährte Methoden, um dein Gehirn beim Sprachenlernen zu unterstützen. Genug Schlaf. Im Schlaf verarbeitet dein Gehirn Informationen und speichert sie dauerhaft. Visuelle Hilfen nutzen, Bilder, Mindmaps oder Farben helfen, Wörter schneller abzuspeichern. Multisensorisches Lernen. Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen kombinieren. Regelmäßige Pausen einlegen. Dein Gehirn braucht Zeit zur Verarbeitung. Lautsprechen, dadurch aktiviert sich das motorische Sprachzentrum, was die Aussprache verbessert. 6. Wie bleibt eine Sprache langfristig im Gehirn? Nach dem ersten Lernprozess ist es wichtig, die Sprache aktiv zu halten, sonst baut dein Gehirn die neuronalen Verbindungen wieder ab. Was kannst du tun? Mit Muttersprachlern sprechen. Sprache ist Kommunikation, nicht nur Theorie. Den Alltag anpassen, Handymenüs, Social Media oder Notizen in der Fremdsprache nutzen. Sprachen im Alltag einbauen. Täglich 10 Minuten in der Sprache denken oder schreiben. Neues lernen. Dein Gehirn liebt Herausforderungen. Auch nach Jahren gibt es immer noch etwas Neues zu entdecken. Dein Gehirn ist ein Sprachgenie. Dein Gehirn kann in jedem Alter eine neue Sprache lernen. Wiederholung, Emotion und aktive Anwendung sind entscheidend, um die Sprache dauerhaft zu behalten. Aber das Beste? Je mehr Sprachen du lernst, desto leichter wird es. Dein Gehirn nutzt bereits bestehende Strukturen und entwickelt neue Denkweisen. Sprachenlernen ist wie ein Workout für dein Gehirn. Je mehr du trainierst, desto stärker wird es.